Arda Güler dreht für uns das Spiel, Freunde. Ja, jetzt Hala Madrid. Willkommen zurück auf meinen Kanal. Schön, dass ihr da dabei seid. Ja, ich hatte am Anfang des Spiels oder davor die Stunde schon wahnsinnige Kopfschmerzen, weil ich dachte, warum lässt er jetzt nicht Arda Güler spielen? So, und er hat ihn ja tatsächlich eine Stunde nicht spielen lassen. Und ja, wir haben gesehen, was aus dem Spiel geworden ist. Ich musste so nach dem Motto zweimal auf Toilette. Ganz ehrlich, ich muss das wirklich so ausdrücken, weil es war eine Katastrophe. Es war keine Leidenschaft, keine Ideen, kein Nichts. Jeder wollte irgendwie was machen oder ja, keine Ahnung. Und dann kommt das dazu. Mann, habt ihr das gesehen? Die Fans haben die eigenen Spieler extrem ausgepfiffen. Das fast 45 Minuten lang. Und ob ich das jetzt gut finde, ja, Sie müssen es mal merken, um das jetzt mal so hart auszudrücken, weil man kann ja nicht irgendwie spielen, wie man möchte und irgendwie auch noch gegen den Trainer spielen, gegen Alonso, und man sieht, dass es nicht an Alonso gelegen hat. Ne? Wir sind jetzt uns mal einig, es hat nicht an Alonso gelegen, sorry. Es liegt einfach an den Spielern. Und ja, die zweite Halbzeit, Arda Güler wurde reingenommen oder eingewechselt und das Spiel hat sich gedreht. Arda Güler ist MVP auch geworden. So gehört sich das. Und deswegen, ich habe das auch auf TikTok gesagt. Ne, das Video ging durch die Decke. Ich habe gesagt, warum spielt Arda Güler nicht? Er muss immer spielen. Ich predige das aber schon die ganze Zeit. Und das hat nichts mit Fanboy zu tun wegen Arda. Nein, es ist einfach Fakt, dass der Junge spielen muss. Und ihr seht doch, dass es funktioniert. Natürlich, gleich mal vorweg, es kann nicht immer 100% sein. Ich meine, der Junge ist auch noch jung. Und wenn er nicht immer spielt und er muss ihm das Vertrauen kriegen, egal welcher Trainer da ist, der muss spielen, weil der hat das Talent. Und ich lege mich mal weit aus dem Fenster, er hat auch das Talent, um eventuell besser, also Technik und so, noch besser zu werden als Luka Modric. So, viele werden jetzt sagen, denkt dran, lasst ihn immer spielen, unverletzt bleiben und so weiter. Und ihr werdet sehen. Wir gehen mal ganz kurz rein in die Bewertungen hier. Ich werde die mal einblenden. So, wir werden nicht alle durchgehen. Thibaut Courtois, ja, also lassen wir das mal so stehen mit, das ist so klein hier, warte mal, ich muss das mal ranzoomen, 6,6. Ja, der lassen das für den Torwart mal, er hat auch nicht wirklich meines Erachtens so viel zu tun. Die Gesamtbewertung von unserer Mannschaft ist mit 7,3 bewertet worden, ja. Valverde 7,8. Ja, Valverde, ich finde leider, verbessert mich. Ich finde, dass Valverde leider, seitdem er dort spielt, er muss ja leider da ein bisschen spielen, wo er jetzt gerade spielt. Das Ding ist, man kriegt ihn gar nicht mehr mit. Er ist so unsichtbar irgendwie, aber er spielt trotzdem stabil, jedenfalls die letzten Spiele, außer das hier vor, aber sonst ist er eigentlich stabil. Asensio mit der 8,3, ja, Asensio hat gut gespielt. Ob das jetzt eine 8,3 ist, lassen wir mal dahinstellen. Hausen 7,2. Ich bin immer noch der Meinung, war das ein richtiger Einkauf? Ihr könnt mich bitte verbessern. Jeder hat ja so seine Meinung. Ich bin so lange Real Madrid-Fan. Aber war das wirklich ein richtiger Einkauf? Ich weiß es immer noch nicht. Carreras 7,2. Er hat schon mal ab und zu ein paar Schnitzer drin, da frage ich mich, und hinterherkommen ist auch manchmal schwierig, dann macht das wieder richtig perfekt, ja. Kamavinga 6,5, das war nicht sein Tag, wirklich nicht. Tchouaméni 7,1, Bellingham 7,2, ja, kann man so stehen lassen. Garcia 6 in Sturm 6,4, war nicht wirklich zu sehen. Mbappé 8,2. Er hat's wirklich versucht, ja. Und ich muss sagen, er arbeitet auch nach hinten, was mir wirklich gefällt. Und ob das ein Elfer war, da kommen wir gleich mal zu. So, Vini Junior 7,4, das sehe ich nicht so. Und das ist jetzt nicht, sage ich mal, um jetzt wieder irgendwas zu sagen oder gegen ihn zu schießen. Nein, nur ich bin einfach der Meinung, das war oder ist keine 7,4. Warte mal, ich will mich nicht ablenken, ich will kurz die Statistik hier aufmachen. Das war keine 7,4. Vielleicht eine 6,8 oder so, aber es war auch wieder kein gutes Spiel. Ballbesitz hatten wir 70%. Die 70% hatten wir aber schon in der ersten Halbzeit. Und was haben wir daraus gemacht? Nichts. Wir haben einfach nichts daraus gemacht. Und ich kann das alles nicht nachvollziehen. Und das ist das Problem. Und nur weil wir 2-0 hier das Spiel gewonnen haben jetzt, 2-0, heißt es lange nichts. Das heißt noch lange nichts. Das Schlimme ist, dass sich viele daraus jetzt ausruhen wieder. Und jetzt geht's gegen Monaco am Dienstag. Bin mal gemacht. 11-0 Torschüsse. Ja, Großchancen 3 davon allerdings nur. Ecken sind jetzt unwichtig. Ja, 92% der Pässe sind angekommen. Das klingt alles so wunderbar, ist es aber trotzdem nicht. Im Endeffekt ist es einfach nicht wunderbar. Das stellen wir mal weg. Es war
Also sagen wir mal, die zweite Halbzeit, okay, es war alles in Ordnung, kann man auch so machen, aber da muss natürlich, das ist noch so viel Luft nach oben, aber die erste Halbzeit war einfach schlecht. So, und da war wieder, da frage ich mich, warum, weshalb, wieso. So, und jetzt kommen wir mal zu den Elfmeter. Wir müssen auch real bleiben, also real bleiben. Das war kein Elfer. Sind wir mal uns einig, MAP hebt, ohne ihn jetzt, ne, aber er ist ja nicht Winnie, ne, Augenzwinkern, hebt sehr schnell ab. Es war eigentlich kein Elfmeter. Aber wir müssen auch dazu sagen, der Schiri hat so sehr kleinig gepfiffen, er hat ja fast alles gepfiffen, ne, und normalerweise bin ich nicht so immer auf der Seite der Moderatoren da, aber der hat ja wirklich allen ganzen Scheiß gepfiffen und das war wirklich nicht super. Ja, dementsprechend haben wir gewonnen und die Fans sind minimal zufrieden und nachher gab es auch nicht unbedingt mehr Five-Konzert, aber man darf nicht vergessen, wie es weitergehen muss. Es muss viel besser werden, noch um einiges. Nur, ich meine, der Gegner war jetzt nicht stark. Man hätte das auch mit 7-0 gewinnen müssen. Sind wir mal ehrlich, ne? So man hätte man wegschießen müssen und dementsprechend ja. Vorschau möchte ich jetzt nicht viel zu sagen gegen Monaco, da muss man mal gucken, was noch passiert bis dato. Ich hoffe, dass sich nicht so viel verletzen oder dass überhaupt nichts passiert. Dienstag ist ja noch nicht mehr so lang hin und ja, dazu werde ich aber ein Video logischerweise machen. Ja, dementsprechend sage ich mal, kann man das so stehen lassen und gibt's eigentlich nicht viel dran zu meckern in der zweiten Halbzeit. Nur, dass es um einiges besser werden muss. Ja, und Arda Güler, wie gesagt, MVP, das gefällt mir. Und ja, so weit und so fort. Also, folgt mir auch gern auf TikTok. Da gibt's immer mehr Short-Videos, kleine, oder als hier natürlich logischerweise. Und da geht's richtig zur Sache, auch in den Kommentaren. Also haut da mal rein. Und da würde ich mal sagen, bin ich raus, ja. Und Hala Madrid. Und wir sehen uns bald wieder natürlich.